Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Der Tag danach und ich bin ganz ehrlich, es tut immer noch weh. Ja, aber genau wie wir muss Real Madrid in die Zukunft schauen und muss etwas verändern. Und das haben sie auch vor. Laut verschiedener Quellen in Spanien steht bereits Real Madrid in Kontakt mit einem neuen Trainer und Real Madrid hat ihre Fehler eingesehen und möchten im Sommer etliche Transfers tätigen. Was da los ist, wer diese Quellen sind etc., das erfahrt ihr wie immer natürlich in diesem Video. Dann schauen wir uns auch an, wer sind die möglichen Gegner von Real Madrid jetzt in der Champions League K.O.-Runde, aber auch sollten wir uns qualifizieren, hoffentlich, wer dann auf uns wartet und zu guter Letzt, ja, der Fall, der wohl am auffälligsten war gegen Benfica Lissabon, war der Fall Arda Güler. Dem jungen Türken sind nach 1,5 Jahren die Geduldsfäden so ein bisschen gerissen. Das hat man bei seiner Auswechslung gesehen. Meine Meinung kennt ihr dazu. Doch Iñaki Angulo, der größte Real Madrid Content Creator, hat seine Meinung dazu gesagt. Eine sehr harte Meinung. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, gestern war ein Video der Emotionen. Die Daten, Fakten habe ich kurz eingeblendet, aber ich hatte nicht die Nerven und die Geduld, das einzeln mit euch durchzugehen. Ich hoffe, ihr hattet dafür Verständnis. Das holen wir heute natürlich nach. Ja, das Horrorszenario ist eingetroffen. Real Madrid ist auf den 9. Tabellenplatz abgerutscht und muss jetzt in die Champions League K.O.-Phase, um sich überhaupt fürs Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Also, naja, auf jeden Fall ist heute um 11:30 Uhr die Auslosung. Gegen wen kann Real Madrid da spielen? Ich zeige euch die Champions League-Tabelle. Dadurch, dass Real Madrid auf dem 9. Platz ist und Inter danach auf dem 10., wird eine Mini-Auslosung stattfinden. Diese beiden Gegner, Real Madrid oder Inter Mailand, spielen entweder gegen Benfica Lissabon oder Bodo Glimt. Einer von den Mannschaften wird in dieser K.O.-Phase auf Real Madrid treffen. Naja, gegen Benfica hätten wir ja noch so ein Hühnchen zu rupfen, aber mit der Leistung auf keinen Fall. Wie dem auch sei, das geht dann so weiter. Auf Platz 11 Paris, auf Platz 12 Newcastle treffen entweder auf Monaco oder Karabakh. Dann Juventus und Atletico auf Platz 13 und 14 treffen entweder auf Club Brügge oder Galatasaray Istanbul. Und zu guter Letzt Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen treffen auf Olympiakos Piräus oder Borussia Dortmund. Da könnte es ein Bundesliga-Duell geben. Also so wird die Auslosung stattfinden. Sollte Real Madrid sich qualifizieren, hoffentlich, wartet im Achtelfinale der Champions League, es ist unglaublich, entweder Sporting Lissabon oder Manchester City. Das sind die Gegner. Ich glaube, wir wissen alle, wenn Manchester City irgendwo im Lostopf ist, auf wen Real Madrid treffen wird. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir da ein Dauerabo haben. Wenn ihr mich fragt, wäre Sporting Lissabon, wenn wir uns überhaupt qualifizieren, das attraktivere Los für Real Madrid. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ja, aber ich glaube, in einer Sache, da sind wir uns alle einig. So ein Bild wie gegen Benfica Lissabon darf Real Madrid nie wieder abgeben. Und das scheint auch endlich der Vorstand, das Präsidium von Real Madrid erkannt zu haben. Viel zu lange haben sie gezögert, viel zu lange haben sie gesagt, das wird schon gut gehen etc. Aber jetzt scheinen sie erkannt zu haben, nee, das ist nicht der richtige Weg, auf dem Real Madrid sich gerade befindet. Und welches Glied ist nun mal das Schwächste bei Real Madrid? Es ist immer der Trainer. Die Spieler haben Langzeitverträge, verdienen Millionen etc. Und wie wir bei Xabi Alonso gesehen haben, obwohl er nicht der Schuldige war, wie wir bei Carlo Ancelotti gesehen haben, obwohl er nicht der Schuldige war, ist der Trainerstuhl nun mal der immer am wackeligsten ist. Das ist bei vielen Vereinen so, insbesondere bei Real Madrid. Ja, und Real Madrid hat Álvaro Arbeloa ja nie ihr gesamtes Vertrauen ausgesprochen, dass der Trainer für die nächsten 5 Jahre, der hat keinen langzeitigen Vertrag. Der hat einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Madrid schaut sich das an. Sollten die Titel nicht kommen, muss er gehen. Und seien wir mal ganz ehrlich, nach der Leistung gegen Benfica, naja, die Titelchancen sind sehr gering, formuliere ich es mal so.
Was passiert denn, wenn Arbeloa geht? Wer soll dann kommen? Viele Namen waren im Gespräch, Zidane, Jürgen Klopp etc. pp. Doch gestern hatte Ramon Álvarez Demón, sorry, parallel läuft Carlos Alcaraz, hat sich gerade für das Finale der Australian Open gegen Zverev qualifiziert. Mein spanisches Herz hat parallel geschaut, also sorry, dass ich unterbrechen musste, aber zurück jetzt zum Video. Ramon Álvarez Demón hatte gestern die exklusive Information, dass Real Madrid bereits Gespräche führen würde mit Unai Emery, dem spanischen Trainer, der in dieser Saison mit Aston Villa eine Traumsaison in der Premier League spielt. Hören wir uns da die Information von Ramon Álvarez Demón zusammen einmal an. Plan A für die Trainerbank von Real Madrid ist Arbeloa. Es bleibt Arbeloa. Aber meine Information ist, dass vor Tagen die Option Unai Emery als Plan B sondiert wurde. Falls Real Madrid beschließt, ab der nächsten Saison einen anderen Trainer zu suchen, ist Unai Emery dafür sehr gut positioniert. Er gefällt dem Club und es gab sogar schon Kontakte, um zu erfahren, was, nun ja, seine Absichten wären. Was sein Wille wäre, sollte es dazu kommen. Ich hoffe, dass Arbeloa bleibt, denn das wäre das beste Zeichen für Real Madrid. Aber wenn es einen Trainerwechsel gibt, noch vor Klopp, sagt man mir, dass Unai Emery bereitsteht. Ja, das war die Information von Ramon Álvarez Demón. Er war der Erste mit dieser Information, also gebe ich dem auch mal die Props, weil ein paar Stunden später kam dann Patrick Berger von Sky Sport News und hat auch die Information geteilt. Unai Emery steht auf der Auswahlliste von Real Madrid für den Sommer, bestätigt. Erstkontakt wurde bereits hergestellt. Der Spanier leistet bei Aston Villa hervorragende Arbeit. Seine Leistungen haben viele im Verein beeindruckt. Real Madrid. Emery steht bei Aston Villa noch bis 2029 unter Vertrag. Sky Sport Deutschland. Also, nach Ramon Álvarez Demón hat auch Sky Sport Deutschland das bestätigt und ein paar Stunden später auch ein Fabrizio Romano bestätigt, dass ein Unai Emery sehr gefällt bei Real Madrid. Es gab noch keine offiziellen Kontakte. Aber wie gesagt, Props an Ramon Álvarez Demón. Ich sage euch seit Jahren, dieser Mann ist sehr gut informiert. Er war der Erste mit der Information, Unai Emery wäre die Lösung Nummer 1, sollte Álvaro Arbeloa scheitern. Meine persönliche Meinung, ich versuche nicht zu viel Meinung in dieses Video zu bringen, ich möchte euch sehr viele Informationen geben. Es ist kein Name, der mich auf Anhieb illusioniert. Illusioniert hätte mich ein Jürgen Klopp, bin ich ganz ehrlich. Kloppo mit seiner Energie etc. Illusioniert hat mich ein Xabi Alonso. Wenn Real Madrid gesagt hätte, ey stopp, Xabi, komm zurück, ich glaube, das wäre immer noch meine Prime-Lösung. Auch wenn Real Madrid sich diese Blöße niemals geben wird, ein Florentino Perez. Das wären meine Hauptkandidaten. Unai Emery ist bei Paris gescheitert. Naja, ich weiß nicht, ob man Aston Villa mit Real Madrid vergleichen kann. Bin ich gespannt. Also für mich weckt es keine große Illusion. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ja, aber natürlich reicht es nicht nur, wenn du den Trainer auswechselst. Real Madrid hat ein großes Problem im Kader. Und das hat Real Madrid anscheinend zum ersten Mal auch so eingesehen. Hören wir da mal die Information von Anton Merner aus El Larguero. Und ich weiß nicht, ob Sie im Verein, Anton und Javi, glauben, dass Arbeloa mit diesem Kader etwas bewirken kann oder nicht. Also, ist das ein Trainerproblem oder liegt es daran, dass selbst ein Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder wer auch immer nicht in der Lage wäre, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler dazu zu bringen, anders zu spielen? Es ist das erste Mal, dass ich bei Telefonaten mit wichtigen Leuten im Verein das Gefühl habe, dass der Plan gescheitert ist. Sie wollten sich auf die Zeit nach Casemiro, Kroos und Modric vorbereiten, haben junge Leute verpflichtet und viel Geld investiert. Tchouaméni, Camavinga, Ceballos. Sie haben Brahim und Güler auf einer anderen Ebene verpflichtet. Sie hatten einen Erneuerungsplan für die Zeit nach den alten Stars und dieser Plan hat nicht funktioniert. Sie warten schon lange darauf, dass sie den nächsten Schritt machen. Und in letzter Zeit gab es bereits 3 Trainer. Ancelotti, Xabi Alonso und Arbeloa. Aber dieser Schritt blieb aus. Es ist das erste Mal. Alle 3 stolpern über denselben Punkt. Es ist das erste Mal, dass Sie es mir gegenüber in einem Gespräch so deutlich sagen. Sie glauben, ein gutes Team zu haben, sind zufrieden mit ihren Höhen und Tiefen und einer Weltklasse-Besetzung mit Mbappé, Vinicius, Bellingham, Thibaut Courtois. Aber Sie haben Spieler für die Zeit nach dem Mittelfeld-Trio geholt, die jetzt nicht liefern. Und das ist das erste Mal, dass ich das
im Gespräch mit dem Verein so wahrnehme. Ich glaube, dass nächstes Jahr massiv in den Bereich investiert wird, wo das Spiel gemacht wird. Denn das ist das Hauptproblem. Natürlich kann man sich irren. Havertz hat nicht so eingeschlagen, wie er hofft. Es fehlt die defensive Harmonie, egal wer links oder rechts spielt. Es gibt Trainerfehler, aber sie haben heute zumindest ein Problem mit diesem Erneuerungsplan eingestanden, den sie vor einiger Zeit vorbereitet hatten. Ja, und das ist schon erstaunlich. Das erste Mal, dass seine Kontakte im Präsidium, im Vorstand von Real Madrid zugeben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben es nicht geschafft, Casemiro, Modric und Kroos zu ersetzen. Wir haben viele junge Spieler gekauft, viel Geld in die Hand genommen, aber wir sind nicht da, wo wir wollen. Und wir wollen im Sommer einiges verändern, vor allem auf der Position des Mittelfelds, da wo Fußball generiert wird. Und das ist das erste Mal, dass ich persönlich das von El Larguero, von Anton Merner, ja, vom Vorstand von Real Madrid höre. Und ausgerechnet am gleichen Tag hat José Félix Díaz, der Direktor von Marca, mehr oder weniger die gleiche Information gebracht. Lesen wir uns das auch zusammen einmal durch. Real Madrid betrachtet das Wintertransferfenster als geschlossen. Seit Brahims Ankunft im Januar 2019 gab es im Wintertransfer keine Neuverpflichtungen für die erste Mannschaft. Real Madrids deutliche Niederlage gegen Benfica wird außer dem Ärger und der Enttäuschung bei Fans und Management keine größeren Folgen haben. Es geht um die Möglichkeit, vor dem Ende der Transferperiode am kommenden Montag um Mitternacht noch Spieler zu verpflichten. Das ist ausgeschlossen. Die Tür für Neuzugänge ist seit August letzten Jahres komplett geschlossen und bleibt es bis zum nächsten Sommer. An den bestehenden Plänen hat sich nichts geändert. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Aufbau eines Kaders, der um die beiden verbleibenden Titel mitspielen kann. Natürlich waren die Verantwortlichen von Real Madrid mit der Leistung und der Spielweise von Arbeloas Mannschaft gegen Benfica nicht zufrieden. Sie sehen darin einen Rückschritt und eine Enttäuschung. Doch das bedeutet nicht, dass bereits Maßnahmen zur Verstärkung der ersten Mannschaft ergriffen wurden. Geplant war, den Februar intensiv zu nutzen, um mit einem gewissen Vorteil in die entscheidenden K.O.-Runden der Champions League zu gehen. Doch die Realität sieht so aus, dass Real Madrid im wichtigsten europäischen Wettbewerb erneut vor einer Alles-oder-Nichts-Situation steht. Also was Real Madrid, der Vorstand damit meint, das sagen die immer wieder. Die gehen davon aus, der Fitnesszustand der Mannschaft war unter Xabi Alonso sehr, sehr schlecht. Ein Pintus sollte den Februar nutzen, wenn Madrid nicht diese K.O.-Runde hätte spielen sollen, um Real Madrid wieder auf den Fitnesszustand zu bringen, den es braucht. Naja, aber jetzt kommt der wichtige, jetzt kommt der spannende Teil. Klar scheint, dass Real Madrid einen ereignisreichen Sommer mit zahlreichen Zu- und Abgängen vor sich hat. Konkrete Transferziele lassen sich noch nicht benennen, doch der Fokus liegt vor allem auf der Innenverteidigung und dem zentralen Mittelfeld. Jetzt ist es Zeit für Analysen, bevor ab März die Entscheidungen getroffen werden. Also, ihr habt es selber gelesen oder gehört, Real Madrid bereitet sich auf einen massiven Sommer-Transfermarkt vor. Viele Zu- und viele Abgänge. Ihr habt es auch bei El Larguero gehört und ich finde es absolut richtig. Diese Leistungen von Real Madrid in den letzten bald 2 Jahren ist ein Mix aus vielen Komponenten. Das Präsidium hat den Trainern keinen ausgewogenen Kader zur Verfügung gestellt. Punkt Nummer 1, obwohl die Trainer das massenhaft verlangt haben. Ein Ancelotti nicht so offensiv, da ist er nicht der Typ für. Ein Xabi Alonso schon klar gemacht, immer wieder. Ja, Real Madrid ist immer bereit, sich zu verstärken. Ein Arbeloa hat einfach nicht die Autorität bei Real Madrid überhaupt nach irgendetwas zu fragen. Dafür müsste er erstmal als Trainer etwas leisten. Also, trotz alledem, der Kader war nie ausgewogen. Dann kamen Trainer, die mit der Mannschaft aneinander geraten sind. Ein Ancelotti hat nicht mehr die Motivation reinbekommen, hat es zu lange schleifen lassen. Die Spieler waren in ihrem gemütlichen Paradies, als ein Xabi Alonso dieses Paradies aufwirbeln wollte und den Spielern klar machen wollte, Leute, ihr müsst hier 10, 11 Kilometer pro Spiel laufen, haben die Spieler gesagt, kein Bock. Dann kam ein Álvaro Arbeloa, der Streicheleinheiten verteilt. Ja, das funktioniert mal und funktioniert mal nicht. Und warum funktioniert das manchmal und manchmal nicht? Es fehlt einfach die Qualität im Kader. Früher wusstest du, Real Madrid kann jedes Spiel irgendwie gewinnen.
Dieses Gefühl hast du bei dem neuen Real Madrid nicht mehr. Wir haben Spieler, die nicht die Qualität von Real Madrid haben. Und ich werde demnächst auch irgendwann ein Video zu diesem Thema machen, welche Spieler meiner Meinung nach im Sommer gehen müssen, welche Spieler meiner Meinung nach im Sommer kommen sollten. Wenn ihr wollt, können wir das zusammen im Livestream machen, könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Aber da werde ich dazu kommen. Auf jeden Fall hat Real Madrid eingesehen, so geht es nicht weiter. Diesem Kader fehlt es auch an Qualität. Und ganz ehrlich, das sind die Worte, die ich hören wollte. Denn ich glaube, wir Madridistas haben in den letzten 1,5 bis 2 Jahren genug ertragen. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren eure Meinung lassen, welche Spieler gehen sollten, welche Spieler kommen sollten. Bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Ich lese mir diese Kommentare sehr gerne durch. Ja. Und zu guter Letzt habe ich euch versprochen, nochmal auf die Thematik Arda Güler einzugehen. Es gab inzwischen ein neues Video, ich lasse es so ein bisschen parallel laufen, wo man den ganzen Weg sieht, hinter der Torlinie bis zur Bank. Man hat auch die Situation gesehen, wie er so ein bisschen erschrocken war. Rodrigo kam bei der Ecke zu ihm und hat gesagt, ey, hör mal, du bist raus. Und Arda Güler dachte sich, was? Wie gesagt, meiner Meinung nach, ich habe euch die gestern gesagt, der Junge hat recht. Der hat genug geschluckt die letzten 2 Jahre, seit er bei Real Madrid ist. Ihm wurde gesagt, du wirst der nächste Luka Modric, und mit dem Mund wurde ihm das gezeigt, aber mit der Spielzeit nicht. Der einzige Trainer, der am Anfang auf ihn gesetzt hat, war Xabi Alonso, bis er die Kabine verloren hat und die Egos sich durchgesetzt haben. Ja, und Iñaki Angulo, der größte Real Madrid Content Creator, hat da einen sehr aggressiven Point zu. Hören wir uns den zusammen einmal an. Was hat Arda Güler gesehen? Einerseits hat er gesehen, dass Rodrigo sich aus einem Team ausklinken kann, seinen Trainer auslachen kann, also diese ganze Lüge über die psychische Gesundheit, und absolut nichts passiert. Dass er spielt, dass die Schwergewichte in der Kabine sagen, nur die Dummen vergessen das R, und dass der Verein keinen Finger rührt, um ihn zu verkaufen. Bellingham kommt aus einer Verletzung, er war nicht mal fit genug, um über den Platz zu kriechen, wie er es sonst tut, und im ersten Spiel gegen Atletico Madrid spielt er und wird sofort versetzt. Er hat auch gesehen, dass da Euphorie ist, der Typ, den die halbe Kabine von Real Madrid nicht ausstehen kann, der in einem Spiel ausgewechselt wird, fälschlicherweise für mich, aber egal, er macht einen Aufstand und wird ab da unantastbar. Arda Güler wird sich wohl gedacht haben, in diesem Verein zählt die Leistung nicht. Es zählt nicht, ob ich besser bin als Bellingham, Camavinga oder Rodrigo. Wenn ich mich nicht wie ein Idiot benehme, mein Vater nicht darauf pocht, dass sein Sohn wie ein Star behandelt werden muss, ich den alten Trainer nicht absäge und dann noch mit der psychischen Gesundheit spiele oder den Trainer im Alltag respektlos behandle, wie Vinicius, ihn öffentlich beleidige oder in den sozialen Medien, dann werde ich hier nie zum unumstrittenen Stammspieler. So läuft das eben bei Real Madrid. Wie zur Hölle können wir erwarten, dass Arda Güler, ein Junge, der versucht, alles richtig zu machen und jede Vorgabe zu erfüllen, nicht immer die erste Auswechslung ist? In jedem verdammten wichtigen Spiel ist er der Erste, der geht, weil die Trainer nur Marionetten des Präsidenten sind, dieser hier ganz besonders. Hier zählt nur, dass alle glücklich sind, dass Vinicius seinen Vertrag verlängert, egal wie schlecht er spielt, damit der Boss nicht seine Schlagzeile bekommt. Ein Junge aus der Favela führt ihn vor und verlässt Real Madrid ablösefrei. Ja, so kennt man Iñaki Angulo, immer am Limit von dem, was man sagen darf, nimmt nie einen Blatt vom Mund. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach hat er mit sehr vielen Punkten recht. Das mit Bellingham hatte ich schon wieder vergessen, dass der nach seiner Schulter-OP gegen Atletico Madrid spielt und Arda deshalb so halb rechts außen spielen muss. Trotzdem macht er einen Assist und ein Tor. Aber was muss das denn Arda Güler sagen? Ich und Kylian Mbappé zerstören die Liga, zerstören Europa, das funktioniert super. Und nur weil ein Jude Bellingham wiederkommt, muss ich auf einmal woanders spielen. Danach Rodrigo. Viele von euch waren sehr schnell wieder auf dem Boot von Rodrigo, weil er 2, 3 gute Spiele gemacht hat. Ich habe gesagt, ich lasse mich davon nicht täuschen, ein Rodrigo. Ich bin kein großer Fan von ihm, dafür habe ich die letzten 1,5 Jahre verfolgt. Aber auch gegen Benfica ein tolles Beispiel. Du hast einen Gonzalo Garcia, der abliefert, der Tore macht, und du traust nicht, den wieder einzuwechseln. Du musst ein Rodrigo wegen seinem Namen zwanghaft wiederbringen. Auch wenn er beim Tor geholfen hat, ändert das nichts an der Situation, wie unfair das ist. Ja, und ganz ehrlich, es nervt. Warum ist ein Vinicius unantastbar? Warum ist ein Bellingham unantastbar? Wie sind wir so weit gekommen? Ich habe gestern Arda Güler schon verteidigt, aber nach den Worten verteidige ich den noch mehr. Der Junge hat zu 100% recht. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr wisst, ich bin aber auch immer sehr an euren Meinungen interessiert.
Lasst eure Meinung dazu bitte in der Kommentarbox. Wenn ihr schon mal da seid, tut mir den Gefallen. Liked dieses Video, teilt dieses Video, hype mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wer noch kein Follow da gelassen hat bis jetzt, bitte drückt drauf. Das unterstützt den Kanal ungemein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Allah Mari!